Es wirkt so unecht, wenn ein Tier, das so groß ist wie ein Bus, lautlos auf einen zuschwebt, als könnte es fliegen. In Lombok wurde mir immer wieder diese eine Bootstour empfohlen. Die Fahrt dauert 4 Tage und man hält hier und da auf einigen kleinen Inseln. Man kann dann dort wandern gehen, am Strand chillen, schnorcheln gehen und so weiter. Es gibt ein paar verschiedene Anbieter mit verschiedenen Preisklassen. Es gab Anbieter, die haben eigene Schlafkabinen mit Klimaanlage. Ja, und dann gab es noch unser Boot. Wir schlafen alle auf dem Boden. Willkommen in der Holzklasse. Aber die Stimmung ist mega gut. Alle sind in den 20ern und es fühlt sich an wie so eine Mischung aus Schullandheim und Hausparty. Die ersten Gruppen bilden sich und man lernt sich so ein bisschen kennen. Auf dem Dach sehe ich aber ein Mädchen, das allein in die Ferne guckt. Ich setze mich zu ihr und frage sie, woran denkst du? Auf einmal ist es Mitternacht und alle sind schon am Schlafen. Aber wir öffnen noch ein Bier. Und Lisa sagt, ich habe eine unglaublich geile Idee. Ich sage, erzähl. Sie sagt, lass uns unsere Matratzen raustragen und hier auf dem Dach schlafen, unter den Sternen. Ich denke kurz nach und sage, ich liebe deine Idee. Aber wie zur Hölle sollen wir die Matratzen da rausbekommen, ohne alle aufzuwecken? Sie sagt, ja, darüber habe ich mal nicht nachgedacht. Ich so, okay, lass uns mal die Lage analysieren. Wo ist deine Matratze? Sie sagt, ganz hinten, die letzte an der Wand. Wir nehmen noch einen Schluck und versuchen, einen Plan zu schmieden. Und dann sagt Lisa, ich habe die Idee. Die werden nicht mal merken, dass wir da waren. Ich sag, was? Und sie sagt, guck, ich kriech da rein, so da führt kein Weg dran vorbei. Ich krabbel über alle drüber, aber du gehst außen rum und wartest unten am Fenster und ich schieb dir die Matratze durchs Fenster durch. Gesagt, getan, es hat geklappt und wir haben beide Matratzen auf dem Dach. Was für ein Upgrade. Wir liegen unter einem unglaublich geilen Sternenhimmel und man kann sogar die Milchstraße erkennen. Mein iPhone hat keinen Wecker mehr. Ab jetzt übernimmt der Sonnenaufgang diesen Job. Der Plan für heute? Auskatern, am Strand rumliegen und ein bisschen schnorcheln. Am Nachmittag starten wir noch eine kleine Wanderung. Als es anfängt zu regnen, verkriechen wir uns wieder aufs Boot. Wir schauen Filme und gehen früh schlafen. Denn morgen kommt das Highlight der Tour: Schnorcheln mit Walhaien. Die Sonne geht endlich auf und wirft ein wenig Licht aufs dunkle Wasser. Uns bleibt nur ein kurzes Zeitfenster, bevor alle aufwachen. Wenn wir mit den Walhaien alleine sein wollen, dann müssen wir sofort springen. Die Luftblasen versperren mir die Sicht. Meine Augen sind super weit aufgerissen und ich versuche, den ersten Walhai zu sehen. Aber mein Blick geht in die falsche Richtung. Ich sehe gar nicht, dass einer direkt auf mich zuschwimmt. Walhaie sind die größten Fische der Welt. Sie können über 15 Meter lang werden und erreichen dabei ein Gewicht von bis zu 20 Tonnen. Das entspricht ungefähr dem Gewicht von 3 ausgewachsenen Elefanten. Die GPS-Daten von markierten Walhaien zeigen, dass sie unglaubliche Strecken von bis zu 20.000 Kilometern zurücklegen. Das entspricht ungefähr dem halben Erdumfang. Sie können über 100 Jahre alt werden und hören nie auf zu wachsen, bis zu dem Tag, an dem sie sterben. Walhaie gehören zu den ältesten Tieren auf unserem Planeten. Sie durchqueren die Ozeane seit über 400 Millionen Jahren. Das heißt, es gab sie schon lange vor den Dinosauriern. Und irgendwie fühlt es sich auch an, als würde man mit einem Dino schwimmen. Walhaie tragen zu einem der größten Mysterien der Ozeane bei. Man hat sie noch nie dabei beobachten können, wie sie ihre Babys zur Welt bringen oder wie sie sich fortpflanzen. Um ungestört zu sein, tauchen sie in unglaubliche Tiefen ab. Es wirkt so unecht, wenn ein Tier, das so groß ist wie ein Bus, lautlos auf einen zuschwebt, als könnte es fliegen. Dieses Gefühl ist so beeindruckend, dass ich sogar manchmal vergesse zu atmen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch gar keinen Bezug zum Ozean. Rückblickend muss ich ehrlich sagen, das, was wir da gemacht haben, ist extrem verwerflich. Weil die Walhaie nicht zufällig da sind. Sie werden jeden Tag an diesem Ort angefüttert und das bringt unglaublich viele Nachteile mit sich. Die Walhaie haben eine klare Bestimmung, so wie jedes Lebewesen auf diesem Planeten. Sie ziehen weite Strecken durch den Ozean und filtern dabei enorme Mengen Plankton aus dem Wasser. Wenn sie regelmäßig angefüttert werden, bleiben sie in bestimmten Küstenregionen. Dadurch wird der natürliche Kreislauf massiv gestört. Wir Menschen stehen kurz davor, das Gleichgewicht in den Meeren zum Kippen zu bringen. Wenn wir einen bestimmten Punkt überschreiten, dann gibt es kein Zurück mehr. Wenn die Meere leiden, dann werden früher oder später auch wir Menschen leiden. Denn alles in diesem Kreislaufsystem ist miteinander verbunden.
Die Begegnung mit den Walhaien hatte etwas in mir ausgelöst. Ich wollte mehr von dieser verborgenen Welt entdecken. An diesem Tag habe ich eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, die mich fast mein Leben gekostet hat. Was genau passiert ist, erfährst du in der nächsten Folge.